Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Schmorgurken mit Hackfleisch. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Dann eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch hineingeben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Als nächstes kommt das Hackfleisch dazu, insgesamt 400 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Das Hackfleisch jetzt bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig anbraten, auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Währenddessen kümmern wir uns um die Gurke. Da habe ich jetzt einfach eine sehr große Salatgurke hergenommen, ca. 750 Gramm. Ihr könnt aber auch kleine Bauerngurken oder aber richtige Schmorgurken verwenden. Die Gurke jetzt längs halbieren, das Kerngehäuse mit einem Löffel herausholen und dann mit einem Messer in Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel körnigen Senf sowie die Gurkenstücke zum Hackfleisch geben. Außerdem ca. 200 ml Gemüsefond oder Fleischbrühe dazu gießen, alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und für 12 bis 15 Minuten sanft köcheln bzw. schmoren lassen, bis die Gurke die gewünschte Konsistenz erreicht hat. In der Zwischenzeit hacken wir noch etwas frischen Dill. Da nehmt ihr einfach so viel wie ihr mögt, einfach mit einem Messer fein hacken. Und sobald die Gurken fertig sind, kommen die restlichen Zutaten dazu. 200 Gramm saure Sahne. Hier könnt ihr alternativ auch Creme Fraiche verwenden, wenn ihr es cremiger haben möchtet. Außerdem Dill und Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Ein letztes Mal gut umrühren und die Schmorgurken anschließend vom Herd ziehen und servieren. Als Beilage eignen sich gekochte Kartoffeln oder aber Kartoffelbrei. Die Schmorgurken mit Hack einfach neben dem Kartoffelbrei anrichten und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.